willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr jetzt schon sehen könnt, wir sind hier in einem Stollen und ja, wir sind schon fast Hüfthöhe oder ja, eigentlich schon Hüfthöhe im Wasser und um genau zu sein, ist das hier ein Luftschutzstollen und den wollen wir uns heute anschauen und ja, seid gespannt, bleibt dran. Bis gleich. Hier ist auch noch ein altes Wasserrohr. Da hat man früher dann auch mal das Wasser auch hier rausgepumpt. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier praktisch das natürliche Gestein an der Decke. Und hier ist im Prinzip in der Mitte wie so ein Portal, was ausbetoniert ist. Ihr habt ja schon Versinderung. Und das wird halt wahrscheinlich der Abschnitt gewesen sein, ja, der halt als Luftschutz gedacht ist für die Menschen in der Umgebung, damit die dann da halt sich schützen können vor möglichen Bomben im Zweiten Weltkrieg. Ja, jetzt gehen wir einfach mal in das Gewölbe hier rein. Ja, so ungefähr so 2,5 Meter breit. Und hier an der Seite sind immer ein paar Nischen. Das ist schon echt krass. Also sowas hatten wir auch noch nicht. Jetzt geht es hier unten wieder ein bisschen aufwärts. Also man hat jetzt noch klare Sicht. Ja, wobei Melanie muss anschauen, am besten neben mich, dann sieht sie dann auch, weil so sehe ich aktuell mehr wie sie. Ja, man merkt schon die Kälte am Körper ein bisschen. Hoffen wir einfach mal, dass das Wasser jetzt nicht noch weiter höher geht. Ihr könnt sehen, hier bei Melanie ist es wirklich schon. Hier geht es auch noch mal irgendwie ins Eck. Gleich nochmal angucken. Wir gehen am besten erstmal einfach nur geradeaus. Aber ist schon spektakulär. Also man hört auf jeden Fall hier richtig krass die Echos von seinen Bewegungen und alles. Das ist schon eine außergewöhnliche Akustik. So, jetzt kommen wir irgendwie in einen Bereich, wo ja, das Betonierte aufhört und man hier jetzt wieder das Gestein direkt hat, das ursprüngliche Gestein. Aber es ist auch kein Schiefer und hier hört jetzt auch die Akustik auf. Also es wird jetzt praktisch wieder geschluckt von den Wänden. Melanie ist jetzt schon nicht mehr ganz so weit eingesunken.
Und da hinten zeichnet sich wieder irgendwie eine Abdeckung ab. Ich glaube, da kommt nochmal, ja, ich nenne es jetzt mal so ein Tunnel, beziehungsweise ein ausgebauter Abschnitt vom Stollen. So, hier nimmt das Wasser jetzt von der Höhe ab, von der Tiefe. Also wir sind jetzt hier nur noch, ja, also ich bin zumindest bis zu den Knien. Also geht es jetzt hier ein bisschen berghoch. Und da hinten höre ich auch irgendwie das Wasser plätschern. Das wird wahrscheinlich der Ursprung von dem Ganzen sein. Hier haben wir mal irgendeine Elektronik angebracht. So, jetzt haben wir hier diesen zweiten Ausbau. Scheint hier aber mit Ziegeln. Und man hat jetzt hier auch irgendwelche Metallwände in der Metallummantelung eingesetzt. Ja, da hinten kommt irgendwo das Wasser her. Ja, so wie es aussieht, gibt es jetzt hier noch eine kleine Kammer. Gucken wir mal, jetzt müssen wir den Kopf einziehen. Das ist noch eine kleine Kammer. Die Frage ist halt, wann sie das hier gemacht haben. In welchem Kriegsjahr. Ob es hätte noch weitergehen sollen. Ob das noch besser ausgebaut werden soll, vermutlich. Hier hat man noch irgendeine alte Blechtonne, die schon halb zersetzt ist. Und da ist auch irgendwie eine Stange drin. Bohrlöcher hat man ja auch noch einige. Und hier hat man wahrscheinlich versucht reinzukommen. Oder es ging hier sogar mal rein, deshalb ist das vermauert. Praktisch ein zweiter Eingang, so dass die Menschen damals von hier hätten reinkommen können. Und von der Seite, wo wir reingegangen sind. Das wäre schon sinnvoll, damit keine Schlange irgendwo an so einem Komplex entsteht und die Menschen relativ schnell in dem Luftschutzbereich sind. Dass man zumindest einen Teil dann praktisch nur provisorisch hier reingetrieben hat, damit man den Leuten halt den Menschen halt anbieten kann. Das ist aber nur eine Vermutung. Also wann genau das dann gemacht wurde, kann ich nicht sagen, aber ich vermute mal da, wo das mit den Bombenangriffen halt schon ziemlich massiv wurde. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es anfing, ob das schon 42 war oder erst 43, 44. So, da wo Melanie steht, werden wir einmal kurz rechts reingehen. Oh, es ist schon verdammt kalt. Und den Füßen. Da haben wir
nämlich noch irgendeine Kammer. Vielleicht war es ja auch mal ein Eingang. Oh, hier sind aber viele Steine drin. Jetzt muss ich aufpassen, weil wir jetzt natürlich alles ein bisschen aufgewirbelt haben. Ich stütze mich am besten hier ein bisschen ab. Man sieht ja hier oben die ganzen Sinterröhrchen. Oh Gott. Irgendwie spiegelt sich das hier auch im Wasser. Das sieht so komisch aus. Da schwimmt auch irgendwas drin. Ich weiß nicht was. Es scheint einfach nur eine große Mülltüte zu sein. Das ist scheinbar noch irgendein Metallkonstrukt, das sieht aus wie ein Stuhl. Ja, das ist nur ein Raum. Hier war eine Lampe dran. Und das war's. Tja, könnte alles Mögliche gewesen sein. Toiletten, Sanitäter, irgendein Ruheraum. Keine Ahnung. Oh, das ist schon extrem. Und der Beton sieht gar nicht mal so irgendwie zerstört aus. Obwohl da hier die ganze Zeit eigentlich... Oh, hier ist sogar ein Fisch drin. Ein ganz kleiner. Das ist ein ganz kleiner gewesen, ein ganz kleiner Fisch. Ich glaube mal fast, der wurde hier vielleicht mal ausgesetzt. Ja Leute, das war es im Prinzip jetzt mit dem Luftschutzstollen. Das war echt eine gewaltige Anlage irgendwie schon. Man ist hier echt einen langen Tunnel oder Stollen durchgegangen, der betoniert war und einzelne Abschnitte, die das natürliche Gestein hatten, am Ende mit so einer kleinen Kammer. Ob es weiter ausgebaut worden wäre, weiß man halt nicht, auch nicht genau, wann es in den Kriegsjahren gebaut wurde. Aber es war definitiv richtig interessant und ja, wir waren fast konstant im Wasser und es ist auch mächtig kalt, also ich denke mal so um die 0 Grad wird das Wasser haben. Und ja, ich würde sagen, schaltet ein beim nächsten Mal. Macht's gut, haut rein.